Ja, hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem Parfum-Adventskalender. Endlich können wir starten. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird es hier jeweils ein Türchen geben, beziehungsweise ein Tütchen oder ein Elch, Rentier. Wir werden winterliche Damen-, Herren- und Unisex-Düfte besprechen. Es wird Reviews geben, Vergleiche, First Impressions und Unboxings. Seid schon mal gespannt. Wenn das euch interessiert, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, drückt auch die Glocke, damit ihr keines der Videos verpasst. Und ja, los geht's! Los geht's mit Türchen bzw. Rentier Nummer 1 und schauen wir doch mal, was da drin ist. Ah, eine Probe von Coco Mademoiselle L'Eau Privée von Chanel. Ja, das ist der neu erschienene Damenduft von Chanel. So sieht der Flakon dazu aus. Und genau, wir haben hier einen Flanker vom Flanker. Coco Mademoiselle ist ja auch schon ein Flanker von Coco, aber Coco Mademoiselle ist tatsächlich beliebter als die Urversion. Und hier haben wir jetzt nach dem 2018 erschienenen Eau de Parfum Intense den dritten Flanker von Coco Mademoiselle. Der Parfümeur hiervon ist Olivier Polch, der im Moment auch Inhouse-Parfümeur bei Chanel ist und der Sohn des bekannten Jacques Polch ist, der vorher der Inhouse-Parfümeur von Chanel ist und der auch die beiden Coco Mademoiselle-Varianten, also Eau de Toilette, Eau de Parfum und Eau de Parfum Intense, ja, es waren jetzt doch 3 Varianten, entwickelt hat. Und ich muss sagen, ich habe ihn die letzten Tage schon mal getragen. Das heißt, ich kann euch jetzt eine bisschen fundiertere Review geben. Wir werden dennoch den Duft gleich zusammen nochmal sprühen. Aber ich möchte euch erst kurz nochmal erzählen, was hier alles drin ist. Die Ur-Coco Mademoiselle ist ja so ein blumig, dezent orientalischer Duft. Und bei dem L'Eau Privée haben wir jetzt die Duftnoten, ja, auf die charakteristischsten Noten reduziert, sage ich mal. Also wir haben hier Mandarine drin, Jasmin Absolu, Rose und weißen Moschus. Und ja, euch fällt vielleicht direkt schon mal auf, dass hier so die orientalischen Noten die Coco Mademoiselle eben auch ausmachen. Also Opoponax, Patchouli, Vanille, Tonkabohne, das fehlt hier in dem Duft komplett. Und hier ist noch der Zusatz vermerkt, L'Eau pour la nuit. Also es ist ein Parfum für die Nacht. Bei L'Eau wird man ja immer so ein bisschen hellhörig. Alle L'Eau-Versionen von Parfums weisen eigentlich darauf hin, dass es leichtere Konzentrationen und Versionen sind. Und tatsächlich habe ich hier drauf auch keine Konzentrationsangabe gefunden. Also ich habe gehofft, dass es sich irgendwie um ein Eau de Toilette handelt. Aber es steht wirklich hier drauf, parfümiertes Spray für die Nacht. Also wir haben es hier tatsächlich mit einer Bodyspray-Konzentration zu tun, würde ich mal sagen. So, aber sprühen wir den Duft doch erstmal. Ja, also beim ersten Riechen merkt man direkt, dass die Coco-DNA noch enthalten ist, die Coco Mademoiselle DNA. Der Duft wirkt sehr viel leichter. Geht dann relativ schnell in die Basis über, wobei ich muss sagen, auf meiner Haut hält er nicht besonders lange, 30 Minuten. Ich habe ihn auf der Kleidung getragen, da hält er so 2 bis 4 Stunden, je nach Material der Kleidung. Und ich würde mal sagen, er eignet sich, wie schon angegeben, um ihn vorm Zubettgehen aufzutragen. Wenn man es schafft, innerhalb von 30 Minuten einzuschlafen, hat man tatsächlich auch noch was von dem Duft. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn ihr zu viel Geld habt, könnt ihr sehr gerne in dieses etwas überteuerte Bodyspray investieren. Der Flakon ist auch wirklich traumhaft schön. Es ist auch kein schlechter Duft, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt dran rieche, ja, er wirkt sehr viel lockerer, sehr viel frischer als die Original Coco Mademoiselle, auch als mein geliebtes Eau de Parfum Intense. Das ist die Version, die ich am liebsten trage. Das Eau de Parfum Intense ist auch dezent süßer. Die normale Coco Mademoiselle, also Eau de Parfum und Eau de Toilette Version, ist ein wenig dichter gepackt und orientalischer. Wenn euch das zu intensiv oder zu süß ist, dann könnt ihr auf jeden Fall auch mal hier euch dieses L'Eau Privée anschauen, aber allen anderen sei gesagt, bleibt lieber bei der normalen Coco Mademoiselle, außer eben, ihr habt zu viel Geld übrig und möchtet in ein sehr teures Bodyspray investieren. Ja, sobald hier
die mandarinigen und blumigen Noten verflogen sind, hat man noch so diesen Hauch an Moschus, der den Duft eben sehr auflockert, aber an Basis ist da nicht viel dahinter. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen mehr mit dem Duft anfangen und ihn einordnen. Testet ihn gerne, wenn ihr die Reihe mögt und wenn ihr etwas Lockeres und Leichteres haben mögt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Und morgen gibt's Türchen 2.